In diesem Video zeige ich, wie man diesen Stern aus Transparentpapier zusammenbaut und die Module dafür faltet. Ich verwende hier diese Module, die sind aus Faltpapieren gemacht im Seitenverhältnis 1:2 oder 2:1. Ich zeige auch, wie das gemacht wird, weil gerade bei Transparentpapier muss man dadurch besondere Dinge beachten. Die Faltblätter für diesen Stern sind jetzt 14 x 7 cm groß. Aus einem DIN A4-Blatt entstehen auf diese Weise 6 Faltblätter. Und da ich 30 Stück brauche für den Stern, so wie für jeden Stern, brauche ich 5 DIN A4-Blätter. Zuerst 1,7 cm abschneiden vom Rand, dann entstehen automatisch Blätter in dieser Größe, wenn man so schneidet. Über das Falten der Module und die verschiedenen Blattaufteilungen, die aus DIN A4 möglich sind, existiert ein separates Video. Am einfachsten wäre es natürlich, das 2:1 Format dadurch herzustellen, dass man 2 Notizboxblätter miteinander verbindet. Aber da das schlecht möglich ist, habe ich das einmal mit der Hälfte ausprobiert. Und daraus entsteht dann so ein kleiner Stern. Die Module sehen dann so aus. Es macht Spaß, es funktioniert, nur ganz am Rande. Jetzt zum Falten der Module. Ich brauche als erstes eine Diagonale und nehme mir dafür einen Gegenstand mit einer harten Kante, über das ich das dann knicken kann. 25 Module habe ich schon fertig, die restlichen 5 machen wir jetzt. Ich lege als erstes das hier gerade auf die Kante drauf. Je genauer man arbeitet, desto genauer wird natürlich hinterher auch die Spitze. Wenn vom Schneiden noch irgendwelche Grate an den Papierkanten sind, sollten die nach oben kommen, damit sie später beim Stern am wenigsten stören. Manchmal verschiebt sich das dann noch. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Transparentpapier, taste mich da erst so langsam ran, habe aber schon gemerkt, dadurch, dass man dann nur eine Möglichkeit hat, es richtig zu machen, muss man besonders vorsichtig vorgehen. Man kann hinterher Knicke nicht mehr gut korrigieren. Im Gegensatz zu Papier, da ist es dann leichter. Ich habe es mir auch angewöhnt, einen Arbeitsgang hintereinander zu machen. Das übt die Bewegungen ein und macht das Ganze dann auch etwas einfacher. Jetzt nehme ich die Platte weg und zum Falten hole ich mir jetzt eine dunkle Unterlage, dann sehe ich das transparent am besten. Ich bin jetzt auch einmal näher rangegangen, damit man das am besten sieht, was jetzt geschieht. Zuerst muss ich diese Diagonale noch fertig knicken, die ist ja erst vorgefalzt. Dazu gehe ich am besten stückweise immer auf dem vorgefalzten Stück hier bis in die Ecken. Erst dann mache ich das so, weil sich gerne noch diese kleinen Spitzen verschieben. Ich habe es mir also so angewöhnt, dass ich erstmal genau hier auf der Kante bleibe. Das muss jeder für sich mal ausprobieren, aber ich möchte Komplikationen vorbeugen. Je genauer die Diagonale bis in die Ecken geht, desto genauer wird hinterher logischerweise auch die fertige Spitze. Ich würde also den Falz dann nicht noch stärker machen, weil er später dann auch wieder ausgebügelt werden muss, sozusagen, auseinandergeklappt. Und deshalb würde ich dann nicht noch stärker das falzen, sondern einfach so mit der Hand drücken, das müsste reichen. So, jetzt kommt der prekärste Teil der Übung. Jetzt muss ich das bis zur Mittelkante hochschlagen, diese Kante, und dabei am besten erst in der Mitte so ein bisschen festhalten mit der rechten Hand und dann ganz vorsichtig biegen bis zur Spitze hin, weil damit das Material gerne bricht. Und dann hier anlegen an die Mittelkante und dann erst richtig falzen.
gerade so wenden. Dasselbe auf der anderen Seite, also erst mit der rechten Hand ein bisschen in die Mitte anlegen und dann versuchen mit links das leicht anzudrücken und dann hier genau, dann erst falzen. Jetzt mache ich das mal ohne große Erklärungen. Da reißt es schon etwas, wenn man von oben drückt. Es ist am einfachsten, glaube ich, aber auch wenn das mal jetzt so passiert, das sieht man dann später nicht, weil dann noch weiter gefaltet wird. Ist eigentlich ganz gut, dass mir das jetzt auch passiert, sodass niemand zu verzweifeln braucht. Also erst vorsichtig, dann von oben am besten hier bis in die Ecke rein. Und dann den Rest hier andrücken und dann erst falzen. Also da braucht es, glaube ich, wirklich Übung. Am Anfang hatte ich da mehr Probleme, als ich es heute habe. Und wenn man einmal dann nur negative Erfahrungen macht, dann gibt man viel zu schnell auf. Aber es lohnt sich einfach hier dran zu bleiben. So schön das Material auch ist, wenn es fertig ist, aber beim Verarbeiten selber ist mir anderes dann lieber. Und hier habe ich auch wieder alle hintereinander gemacht. Einfach, dass die Bewegungen, dass man immer dieselben Bewegungen macht und dann weiß, worauf man zu achten hat. Da natürlich auch ganz klar, je besser die Spitzen werden bei diesem Falz, desto besser werden auch die Module hinterher. So, wenn man jetzt 5 oder 10 beieinander hat, dann ist es gut, wenn man die so sich zusammenholt und einfach mal gemeinsam noch falzt als Stapel. Dabei sind nur die schrägen Falze wichtig. Der andere wird ja später wieder ausgebügelt sozusagen, den würde ich nicht noch stärker drücken. So, das reicht jetzt als Voraussetzung für den nächsten Arbeitsgang. Jetzt falten wir das hier über die Kante. Und wenn man dann in der Mitte anfängt, dann müsste das auch bis zur Spitze hin gut auslaufen. Dasselbe auf der anderen Seite. So, das nächste. Da ist es dann wieder gut, dass das Material hart ist. Da kann eigentlich dann gar nichts mehr passieren. Aber man braucht schon wesentlich mehr Kraft als für Papier. Und wenn es beim ersten Mal nichts wird, dann klappt es beim zweiten. Und immer darauf achten, dass man hier auch wirklich eine Spitze hat. Wenn durch Unregelmäßigkeiten da sich was verschiebt, ist es besser, das jetzt noch zu korrigieren, anstatt es den Fehler weiterzunehmen. So, ich denke, das hat ganz gut hingehauen. Jetzt können wir schon an den nächsten Arbeitsgang gehen. Jetzt wird das Ganze geöffnet. So rum, ich halte es meistens so rum dabei. Dann kann ich es flach drücken. Dann entsteht meine Raute. Und dann kann ich gerade das restliche Eck in die Mitte legen. Hier auch möglichst eng dran bleiben, da ist es nicht ganz genau, aber das fällt hinterher nicht auf. Wenn ich es jetzt zusammenklappe, dann mache ich es immer so, dass ich mit dem Daumen hier gerade im Mittelbereich einmal rüber gehe, dass an der Stelle das Material nicht auseinander reißt. Und dann hier auch möglichst an der richtigen Stelle das übereinander legen und den Falz machen. Und den würde ich jetzt wirklich, diesen Mittelfalz würde ich jetzt wirklich mit dem Fingernagel machen, dass der ganz scharf wird. Denn davon hängt es ab, wie groß die Lichtpunkte in der Mitte nachher werden, die wahrscheinlich nicht ausbleiben beim Zusammenstecken. Erst flach drücken, dann die Seiten zur Mitte hin. Da ist etwas noch schräg gewesen, kann ich das noch korrigieren.
Sonst macht es die Spitze nachher, kein Problem, kein Grund zur Sorge. Und daran denken, das Material ist sehr rutschig, von daher muss man das schon gut festhalten. Auseinanderschieben, gerade die Falze noch etwas flach drücken. Mit dem Daumen erstmal die Mittelkante etwas rund machen, dann habe ich es hier leichter. Und da wirklich mit dem Fingernagel oder mit einem anderen geeigneten Werkzeug das ganz flach drücken. So, jetzt so, Nummer 2. Manche Spitzen werden 100%ig, manche nur 90%ig. Beides ist okay. So, jetzt das letzte. Hier ist noch eine Ecke, die nicht ganz so genau geworden ist. Kann ich die noch korrigieren? Nein, das liegt schon weiter hinten, aber das wird nicht mehr großartig auffallen. Wichtig ist, hier unten wirklich das gut zu falzen. Und dann kann ich auch alle, die ich gemacht habe, da reichen jetzt auch wirklich 5, sonst springt mir das nachher auseinander. Die einfach zusammennehmen, wie bei den anderen Sternen auch, übereinander legen und noch einmal diese Falze so etwas zusammendrücken. Das müsste reichen. Ich finde es ganz schön, wenn die nicht ganz so hart gefalzt werden, weil die dann besser ineinander rutschen können, nachher noch die Module. So, damit bin ich jetzt fertig. Jetzt hole ich mir eine rutschfeste Unterlage, mein Teppich wieder als Unterlage und dann geht es ans Zusammenbauen. Jetzt kann es an den Zusammenbau gehen, einige Vorbemerkungen dazu. Je nachdem, wie man die Module zusammensteckt, ergeben sich ja hier in den Mittelpunkten, wo die zusammenstoßen, diese Lichtpunkte, die manchmal unschön in Erscheinung treten, mal größer, mal kleiner. Das liegt daran, dass die Module nicht gleichmäßig aneinander stoßen. Ich glaube, hier kann man es ganz gut sehen. Ich nehme nochmal die größeren Muster, um das zu zeigen, weil das grundlegend wichtig ist. Wenn die Module nicht so, wie sie sollen, so aneinander grenzen an der Basis, sondern leicht verschoben, das kann bei den schmalen Sternspitzen leicht passieren, dann ergeben sich diese unschönen Lichtpunkte. Also darauf achten, dass die gleichmäßig aufhören. Ich habe es mir jetzt so angewöhnt, aber das sieht man dann später auch noch immer vorm Zusammenstecken, auf die Spitze so ein bisschen drauf zu tupfen, dass ich sicher bin, dass auch alle 3 Spitzen in einer Höhe aneinander grenzen. Eine zweite Sache ist, dass sich, wenn man das hält beim Zusammenbauen, dass sich dann die dritte Spitze, das dritte Modul schlecht einstecken lässt. Deshalb bereite ich das vor. So, jetzt noch zur Art des Zusammenbaus. Ich habe das ja schon oft so gezeigt auch. Ich setze einen Fünferkranz zusammen und beginne an der Stelle, wo der erste Fünferkranz geschlossen worden ist, mit dem nächsten Fünferkranz. Und immer da, wo geschlossen wird, mache ich weiter, sodass reihum dann alles fertig gemacht wird in einem Rutsch und meine Baustelle sich nicht zu verändern braucht. Das scheint mir auch hier bei den Sternen der bessere Weg zu sein. So, ich beginne damit, dass ich immer 2 Module zu einem Element schon verbinde. Ich kann das hier dann besser auch aufbiegen und ineinander schieben. Das rastet ja richtig ein und so kann ich es dann erstmal abstellen. 10 Stück von diesen Elementen kann ich vorbereiten. Das vereinfacht mir das Zusammenstecken der Spitzen ungemein. Ich denke, jetzt schalte ich mal auf Pause, denn
Wie das geht, das kann sich jeder vorstellen. Auf jeden Fall von der Seite reinzuschieben, ist nicht so einfach. Von oben, das muss jeder für sich selbst ausprobieren. So, das ist jetzt mein 10. Element und mit dem kann ich dann auch gleich loslegen. Da kommt jetzt das 3. dann noch dran und hier sieht man auch, man kann das so ein bisschen mit dem Daumen von unten öffnen, dagegen drücken, dass man hier leicht unter den Falz drunter kommt und es dann verbinden. So, und jetzt wie gesagt hier einfach mal drauf drücken mit dem Daumen und dann sollte eigentlich das an der richtigen Stelle sein. Ich kann ja noch mal nachschauen, wie das aussieht hier unten. Nicht schlecht, da ist es etwas unregelmäßig, aber alles kann man von vornherein sowieso nicht ausgleichen. Das muss man dann später noch etwas korrigieren. So, und jetzt kann ich hier schon mein erstes Zweier-Element ansetzen. Hier kann ich jetzt von unten ja etwas wieder dagegen drücken, damit ich gerade um die Ecke komme hier. Aber da wird jeder seine eigene Technik entwickeln. Und jetzt nicht vergessen, schauen, dass es an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Das ist jetzt unter der Kamera natürlich alles etwas fummelig, das ist klar. Aber so ist es normal. Hier, das ist jetzt schon ein Beispiel dafür, dass es nicht so gut ist. Obwohl ich die Spitze gemacht habe, aber es verschiebt sich noch. Das Material ist ja recht glatt und es verschiebt sich schon noch etwas. Also keine Angst kriegen im Vorfeld. So, das nächste Zweier-Element. Vor dem Zusammenstecken dann hier noch ein bisschen draufstupfen. Kann ich das öffnen hier. Und dann rutscht es von selbst dann hinter die Kante. 3 Spitzen habe ich. Nach der 4. Spitze dann wieder miteinander verbinden. So. Ich hoffe, man sieht das hier auch unter der Kamera. Ich kann nur entweder aufs Bild achten oder auf den aktuellen Stern. Das Schöne ist, dass es wirklich gut ineinander rutscht. So, wenn ich jetzt 4 zusammen habe, normalerweise ist man ja gewöhnt, dass man die miteinander verbindet. Nur das würde ich bei transparent nicht tun, sonst habe ich Schwierigkeiten mit der 3. Ecke, weil ich dann die Spitze nicht mehr so weit aufbiegen kann, dass es hier dahinter rutscht. Also da würde ich dann das 3. Modul erst einschieben und dann beides miteinander verbinden. So hat sich das gezeigt, dass es am besten geht. Und dann ganz normal wieder draufstupfen, dass die Höhe stimmt und dahinter schieben. So, der erste Kranz ist fertig. Ich mache jetzt hier gerade weiter. Wieder ein Zweiermodul-Element rein. Das ist schon spröde, aber was hilft's? Draufstupfen, dass die Höhe stimmt. So. Dahinter rutscht es von allein. Das ist das Schöne. Noch eins brauche ich. Da habe ich schon. Das sieht man auch, wie viel einfacher das ist, wenn man das schon vorbereitet hat. Dann braucht man den Stern nicht aus der Hand zu legen. Draufstupfen nicht vergessen. Öffnen und dahinter rutschen lassen. So ein bisschen kann man hier schon dann noch gucken, dass die Module an der richtigen Stelle sind. Hier hat es nicht ganz hingehauen. Warum nicht? Keine Ahnung. Das kommt vor. Ich nehme es nochmal auseinander. Ich meine, warum soll Ihnen das nur passieren hinterher und nicht mir schon? Also wenn ich hier meine Pyramide habe, dann sollte das jetzt auch hinhauen.
So, jetzt habe ich wieder 4 zusammen. Und jetzt erst einmal hier ein weiteres Modul anstecken, weil ich nur so das weit genug öffnen kann, dass es einrastet. Und jetzt mit dem übrigen verbinden. Na, so, da ist das richtig. Draufstopfen. Und hier gerade weitermachen. Das nächste 2 Element dran. Jetzt komme ich schon langsam ins Schwitzen hier. Verschiedene Sachen kann man hinterher noch justieren. Jetzt habe ich 4 Spitzen beieinander. Auch hier erst einmal das zusätzliche Modul einstecken. So, bis das richtig eingerastet ist. Und jetzt natürlich mit dem anderen verbinden, sonst funktioniert es nicht. Also mit transparent bin ich wirklich noch ein Anfänger. Das habe ich noch nicht so oft gemacht. Ich mag das Spröde-Material nicht so gerne, aber gerade für diesen Stern ist es schon ideal. So, 3 habe ich. Hier mache ich weiter. Immer wenn ich 3 habe, dann kann ich ein ganzes Element hier nehmen. So, wieder ein wenig hier oben auf die Spitze drauf stupfen, dass die Höhe stimmt. Dahinter rutschen tut es von selber. 4 habe ich hier wieder. Die richtige Stabilität bekommt es erst, wenn das letzte Modul dann drin ist. Da darf man sich vorher nicht dran stören. So, das kommt jetzt da dran, um den Kranz zu schließen. Habe ich ein neues Element dazu. Draufstopfen. So. Das sind jetzt wieder 4 Spitzen fertig. Jetzt kommt erstmal das Modul dran. So, und jetzt das andere. Wenn man es direkt vor sich hat, ist es einfacher, als es hier aussieht. Aber unter der Kamera ist alles etwas komplizierter. So, jetzt sind auch schon wieder 4 fertig. Ich brauche also erst noch ein einzelnes Modul. Hol's mir gerade mal. Zuerst muss es wieder einrasten hier. So, jetzt. Man kann es manchmal richtig hören. Und jetzt mit dem anderen verbinden. Und hier wieder drauf stupfen.
jetzt unser letztes Doppeltes. Ja, ich glaube, so etwas von oben einschieben und etwas von der Seite, das ist eine gute Technik. Das kriegt dann jeder für sich selber raus. Ja, das ist ein bisschen dicker, als es sein sollte hier im Moment. Woran liegt es? Ja, das rutscht ineinander. Ja. So. Jetzt sind 4 fertig. Jetzt muss ich erst wieder das Einzelne reinmachen. Ja, deshalb, damit das hinter die Kante rutscht, muss ich es schon weit genug aufbiegen können. Das ist nur möglich, wenn ich das noch einzeln habe. So, jetzt. Ich meine, je näher ich zum Ende hinkomme, desto unhandlicher wird das Ganze natürlich. Und nicht aus der Ruhe bringen lassen. So, da. Das vorletzte. Ja, richtige Höhe. So, und jetzt kommt erst noch das letzte Modul dran. Oh, Leute. Mancher wird lachen, wie ich mich hier anstelle. Aber ich habe es, wie gesagt, mit Transparent habe ich da nicht die Übung. So, das sollte so passen. Bisschen rütteln, schütteln. So, und jetzt bei den letzten, das ist man ja schon gewöhnt, dass man die der Reihe nach hier reinlegt. Hierbei ist alles anders. Aber anders geht es auch nicht. Ich muss es ja hier noch aufbiegen können. So, und das letzte jetzt, die letzte Öffnung. Da muss ich mir dann das Ende vorholen irgendwie. Kriege ich das so oder muss ich ein Messer zur Hilfe nehmen? Mal gucken. So, da habe ich das Eck. Das Eck etwas anheben und das wieder dahinter rutschen lassen. Jetzt habe ich das erste Mal zusammen, bin glücklich darüber und jetzt kann ich die Spitzen noch korrigieren und justieren, indem ich einfach der Reihe nach so ein bisschen mir das mache, dass ich auch sicher bin, dass die Kanten wirklich ineinander liegen, weil jetzt kann sich die Spitze immer noch ein bisschen verrutschen innen drin und das ist auch gut so, aber man hat es dann im Gefühl. So, von unten nach oben. 5 oben. Dann drehe ich es gerade rum. Und noch die unteren 5. Jetzt könnte ich das Video eigentlich schon abschalten. Aber ich mache es jetzt trotzdem noch. Vielleicht sieht man noch was Interessantes. Keine Ahnung. Man merkt dann richtig, wenn man die so ein bisschen reindrückt, wie die Kanten doch noch ineinander rutschen. So, und jetzt habe ich hier noch die
10 Spitzen außenrum. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht mehr, was ich jetzt hier mache. Einfach den Kranz außenrum. Da kann man natürlich auch, wenn man will, die Kanten der Spitzen noch ein bisschen nachfalzen, festdrücken, dass es noch ein bisschen kantiger wird. Aber mir gefällt es ganz gut, wenn es nicht allzu kantig wird hier. Und natürlich die Papierteile von den Modulen, die sollten richtig ineinander haken. Und die rutschen jetzt immer noch. Ich habe es hier jetzt gerade wieder gemerkt, dass die immer noch ineinander rutschen. Und dann sieht es hinterher doch schöner aus. Das soll es ja. Jetzt habe ich natürlich den Stern ganz zugemacht. Wenn man den für Beleuchtung vorbereiten will, muss man natürlich die Öffnung lassen. Das ist klar. Aber richtig stabil wird der Stern erst, wenn er ganz geschlossen wird. So, ich denke, ich bin einmal rum. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ich habe unseren Stern nochmal aufgemacht und eine Lampe reingemacht, um gerade zu schauen, wie das geworden ist mit den Mittelpunkten. Aber ich denke, wir können zufrieden sein.